Heute nähe ich meinen extrem originalgetreuen Elsa-Schleier und erstelle dafür mein erstes eigenes digitales Schnittmuster. Spoiler, nach vielen Stunden Arbeit war ich nicht zufrieden mit diesem Schleier und habe noch einen zweiten genäht. Erstmal brauche ich überhaupt eine Vorstellung von der Länge und der Form des Schleiers. Das habe ich versucht mit diesen Schnüren hier hinzukriegen. Ich stelle mir die Schnüre als die Linien vor, die vom Anfang des Schleiers bis zu den Spitzen mit den großen Schneeflocken gehen. Und wo ich schon mal dabei war, kam ich auf die tolle Idee, die Außenlinie mit Kreppband auf dem Boden festzukleben, und so habe ich mir den ersten Entwurf eines halben Schleiers gebaut. Die Form habe ich übrigens später noch ein bisschen verändert. Das war tatsächlich sehr hilfreich, um meinen ersten Entwurf auf diese Papiertischdecke zu zeichnen. Übrigens ein guter Tipp, um Geld zu sparen: Papiertischdecken sind billiger als Schnittmusterpapier. Am Ende hatte ich dann das hier und ihr seht, dass ich die obere Kante ein bisschen verlängert habe, weil ich den Schleier später oben raffen möchte. Ich weigere mich, diese ganzen Schneeflocken von Hand auf mein Papierschnittmuster zu zeichnen. Deshalb werde ich jetzt ganz viele Tutorials schauen und lernen, wie ich mein erstes eigenes digitales Schnittmuster erstelle. Dafür benutze ich das kostenlose Vektorzeichenprogramm Inkscape. Ich habe meinen Papierentwurf genau vermessen und dann hier im Programm, so gut es geht, versucht nachzubauen. Ihr seht auch schon die späteren Teilungsnähte. Zum Vergleich, dieses Rechteck hier unten ist ein DIN A4-Blatt und der Schleier ist an der längsten Stelle fast 3 Meter lang. Schauen wir uns jetzt mal die Verzierungen an. Was zuerst wie ein Chaos aus viel zu vielen Details aussieht, ist eigentlich gar nicht so chaotisch. Zum Beispiel dieses Element hier in der Mitte gibt es nochmal in kleiner. Und auch die ganz große Schneeflocke gibt es an den Seiten noch jeweils zweimal, und zwar immer an den großen Ausbuchtungen des Schleiers. Und genau hier ist mir aufgefallen, dass ich mein Schnittmuster noch anpassen muss, damit diese Schneeflocke genug Platz hat. Jetzt sind wir in meinem Lieblingszeichenprogramm, wo ich mit der Symmetriefunktion diese beiden Designs grob abzeichne, so gut ich kann. Ich weiß, das geht auch direkt in Inkscape, aber da bin ich mit der Symmetriefunktion überhaupt nicht vertraut und so ging es einfach viel schneller für mich. Mit diesem Bild bin ich dann wieder zurück zu Inkscape gegangen und habe da die Umrisse mit Pfaden nachgezeichnet. So heißen die Linien in einem Vektorzeichenprogramm. Und genau so ging es dann weiter für alle 7 Schneeflocken-Designs, die ich gefunden habe. Das hier ist mein Endergebnis und ich bin mega stolz darauf, vor allem weil es meine erste richtige Vektorzeichnung ist. Ausgedruckt waren das einfach mal 62 Seiten. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Unterkante. Auch da hat Elsa nochmal so einen Glitzerstreifen. Und das war mir zu kompliziert, das in Inkscape zu zeichnen. Das werde ich dann noch von Hand ergänzen. Jetzt will ich euch den Stoff zeigen, den ich heute gekauft habe. Das hier ist Glitzertüll. Der ist so schön. Aber dieser Glitzer geht ab. Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Das wird der Hauptstoff für den Schleier. Dann habe ich hier noch ganz normalen Tüll. Und der wird für die Schneeflocken-Applikationen sein. Wie genau ich das mache, zeige ich euch gleich. Dann, dieser ganze Glitzer reicht ja noch nicht. Ich habe hier noch die große Packung Glitzer. Der wird auch für die Schneeflocken-Applikationen sein. Und als letztes werde ich noch Flisofix brauchen. Das ist ein Appliziervlies. Eigentlich ist es nur ein Kleber mit einem Trägerpapier und damit kann man 2 Stoffe zusammen bügeln. Ja, und was genau ich mir da überlegt habe, seht ihr gleich, wenn ich den Stoff zugeschnitten habe. Jetzt bereite ich den Tüll vor, um später die Schneeflocken aufzubügeln. Zuerst kommt der Tüll, der ganz normale Tüll ohne Glitzer. Und da bügele ich jetzt ein großes Stück Flisofix drauf. Ihr habt gesehen, unten drunter habe ich ein Stück Backpapier gelegt, denn ich möchte ja das Flisofix nur am Tüll und nicht an meinem Handtuch festschmelzen. Und allein schon dieser Schritt hat ewig gedauert. Genau genommen 1 Stunde. Aber wir sind noch lang nicht fertig. Jetzt ziehe ich erstmal das ganze Trägerpapier ab und schon da gab es die ersten Probleme. Das passiert, wenn man ein bisschen zu lange oder zu heiß bügelt. Dann schmilzt das Vlies zu sehr und geht nicht mehr gut ab. Endlich geschafft? Okay, jetzt verteile ich den Glitzer möglichst gleichmäßig auf der ganzen Fläche. Denn die Schneeflocken sollen ja glitzern. Da oben drauf kommt jetzt noch eine Schicht Flisofix. Das Gute war, dass ich jetzt das Trägerpapier von der ersten Runde drunter legen konnte. Da habe ich mir ein bisschen Zeit gespart, weil ich dieses Mini-Stückchen Backpapier nicht immer verschieben musste. Und jetzt wird nochmal alles zusammengeschmolzen, damit der Glitzer bleibt, wo er ist. Die zweite Schicht Flisofix ist übrigens auch nötig, damit die Schneeflocken nachher auf dem Schleier richtig haften.
Wie ihr seht, habe ich hier schon vorher Motive aufs Flisofix aufgezeichnet, das ist nämlich leichter bei den großen Elementen. Die kleinen habe ich ganz am Ende nach dem Bügeln auf die Reste aufgezeichnet und manchmal konnte ich die auch wie hier in 2 Schichten ausschneiden und hatte dann direkt das zugehörige Spiegelbild. Nachdem ich viele Stunden lang nur Schneeflocken ausgeschnitten habe, kommt jetzt viele Stunden lang nur Schneeflocken aufbügeln. Ich lege meine Vorlage zu unterst, damit ich daran alles ausrichten kann und obendrauf ein Stück Backpapier, damit ich nichts an dem Schnittmuster festklebe. Nein! Später war ich so schlau, hier auch das Trägerpapier vom Flisofix zu benutzen. Das macht das Ganze viel schneller, weil größere Fläche. Und der nächste Schritt ist auch ganz wichtig. Lass das Projekt für mindestens ein halbes Jahr rumliegen, um dich mit anderen Nähideen abzulenken. Aber hey, schaut mal, jetzt habe ich wenigstens einen Tisch, an dem ich arbeiten kann. Ich habe nicht aufgepasst und einen richtig dummen Fehler gemacht. Ich habe das antihaftbeschichtete Papier unter die Vorlage gelegt, statt obendrauf und habe jetzt meine Schneeflocken an der Papiervorlage festgebügelt. Ich weiß nicht, wie ich die abkriegen soll. Ich habe jetzt gerade schon versucht, sie nass einzusprühen. Es hilft ein bisschen, aber das Papier geht halt mit ab und klebt jetzt an meinen Schneeflocken. Ich hoffe jetzt einfach, dass wenn ich das noch länger einweichen lasse, dass ich das Papier wieder abkratzen kann. Und natürlich passiert mir das beim letzten aller Schleierteile. Mit viel Wasser und viel Geduld habe ich das meiste Papier abgekriegt, aber halt auch das meiste von Glitzer. Oh Mann, was soll's. Also machen wir weiter und nähen den ganzen Schleier erstmal zusammen. Ich habe mich hier für eine französische Naht entschieden, weil ich dachte, so sind die Nahtzugaben wunderschön aufgeräumt. Aber weil hier dann 4 Schichten Tüll übereinander liegen, sieht man die Nahtlinie auch deutlicher und vielleicht wäre eine einfache Naht doch besser gewesen. Was meint ihr? Dieser Glitzer ist echt überall in meiner Maschine. Sogar ganz da unten drin und ich bezweifle, dass ich den da überhaupt noch rausbekomme. Und noch ein Pro-Tipp, bevor ich dir den fertigen Schleier zeige. Nach so viel Klebefliesbügeln sieht dein Bügeleisen wahrscheinlich hinterher so aus. Und es gibt einen sehr leichten Trick, das wieder sauber zu kriegen. Schalte dein Bügeleisen auf höchste Stufe und bügel über die matte Seite von Alufolie. Das dauert 3-4 Minuten, bis überhaupt was passiert und dann geht der ganze Dreck runter. Schaut mal, fast wie neu. Und das ist mein soweit fertiger Elsa-Schleier. Wunderschön, oder? Oder? In Wirklichkeit ist dieses Ding furchtbar, ganz ehrlich. Das Problem ist, dass das geschmolzene Flisofix eine so raue Oberfläche hat, dass der Schleier an sich selber hängen bleibt. Und das immer. Außerdem hat diese Doppelschicht Flisofix den ganzen Tüll so starr gemacht, dass er überhaupt nicht mehr schön fließend fällt. Und wir reden jetzt mal gar nicht davon, dass man irgendwie die Schneeflocken auf einem dunklen Hintergrund voll schön sieht und wenn ich den Schleier trage, irgendwie kaum. Wir reden auch nicht davon, dass der Glitzer immer noch abfällt wie verrückt und mein ganzer Boden schon wieder glitzert. Bin einfach gerade voll enttäuscht, dass der Schleier nicht so geworden ist, wie ich ihn eigentlich haben wollte. Ich meine, er ist hübsch, keine Frage. Er ist extrem originalgetreu, aber er ist halt einfach auch unpraktisch wie verrückt. Alles daran nervt mich gerade. Wollt ihr wissen, wie viel Materialkosten da drin stecken? Dazu kommt noch die Arbeitszeit. Die wollt ihr nicht wissen. Jedenfalls habe ich jetzt ein paar Tage in der mentalen Toilette verbracht und beschlossen, dass ich nochmal von vorne anfange. Yay! Also lasst uns das schnell machen. Ich habe hier ein Reststück von meinem Glitzertüll, das zufällig genau die richtige Länge hat. Die Oberkante fasse ich mit dem Rest Schrägband von meiner Corsage ein und da kommt jetzt noch ein Gummiband rein, denn später möchte ich den Schleier mit Druckknöpfen an meiner Corsage befestigen. Und wenn die Oberkante elastisch ist, ist es auch egal, ob ich die Corsage mal enger und mal ein bisschen lockerer schnüre. Meinen Schleier dekoriere ich jetzt mit dieser wunderschönen Schneeflockenspitze. Und die ist für mich etwas ganz Besonderes, denn ich habe sie mir im Urlaub in Japan gekauft. Und es macht mich total glücklich, dass sich eine Möglichkeit ergeben hat, dieses Erinnerungsstück in mein Cosplay einzuarbeiten.
Es ist 1:15 nachts. Mein Schreibtisch ist voller Glitzer. Ich bin müde. Aber die Schneeflocken sind fertig dran genäht. So, es ist soweit. Der Schleier ist endlich fertig. Hier sind meine Druckknöpfe und hier die Gegenstücke innen an der Corsage. Ich bin sogar gerade so gelenkig genug, um den Schleier alleine anzuziehen. Ja! Und das ist mein zweiter Schleier. Sieht man mir an, dass ich viel glücklicher damit bin? Ich kann mich frei bewegen, ich kann tanzen, ich kann mich problemlos hinsetzen und der Schleier hängt auch nicht an sich selber fest. Also das hier wird mein Konschleier, der ist hübsch, aber auch praktisch und damit kann ich rumlaufen. Den ersten behalte ich aber trotzdem, das wird mein Fotoschleier, wenn ich nur rumstehen muss und jemand anders für mich den Schleier drapieren kann. Mein Konschleier ist zwar nicht originalgetreu, aber ich habe so viel mehr Spaß damit. Jetzt freue ich mich auch wieder drauf, mein Cosplay auf der nächsten Con anzuziehen. Und weil du dieses Video bis hierhin geschaut hast, bekommst du noch den Bonus-Sneak Peek auf den Rock, der jetzt noch fehlt. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.